Moin Moin! Buongiorno! Ja, heute sind wir in einem ungefähr 150 Hektar großen Wald unterwegs. Woher weißt du das? Wo ich das weiß, wir haben die Erlaubnis, hier unterwegs sein zu dürfen. Und Genau. wir sind auch auf dem Weg zu einem etwas anderen, besonderen Schlafplatz, sage ich mal. Ne? Ich bin schon mega gespannt. Das wird mal komplett anders für uns. Also- Mal, naja, nicht zu viel verraten. Ne? Wir verraten noch nicht zu viel, auf jeden Fall, es wird anders. Genau, wenn ihr Bock habt, dann würde ich sagen, Bleibt dabei. Peter. So, geh mal her. Ich trete dir noch meine Haken. Wegen. Vorsicht, hier ist ein kleines Loch. Übrigens, die Musik, die ihr hier die ganze Zeit hört, die ist von ihm hier hinter mir. Musik? Musik. Ich höre gar nichts. Aha, hört ihr das cool. Waldgeräusch? Ja, ist ja cool. Ja, Mirko, sein zweites Hobby oder erstes Hobby, ich weiß gar nicht. Was ist denn dein erstes und dein zweites? Frauen und Burger? Nee, ich weiß nicht. Er sitzt auch ganz gerne am Keyboard und macht selber Melodien. Er hat sogar zwei Keyboards. Keyboards, nennt man das so? Ja, ne? Nein, das wird zu weit. Das verstehst du nicht. Okay, ist ja gut. Auf jeden Fall hat er zwei Stück von den Dingern, die stehen übereinander und dann klimpert er da lustig drauf los. Ist sehr interessant, ihm dazu zu hören und zuzugucken vor allem, wie er das so hinkriegt, ohne dass man was sieht. Also ich würde selbst als Sehender da nichts großartig drauf hinbekommen. Ich bin immer schon froh, wenn ich mein Zimmer finde. Möchtest du dazu noch was sagen? Nee, ich wollte auch gar keine Werbung machen. Aber ich dachte, es ist mal nett zu erwähnen, dass der Herr nebenbei noch ein bisschen am Keyboard sitzt und klimpert. Sehr freundlich von dir, vielen Dank. Immer wieder gerne. Ja, wir haben jetzt hier so einen kleinen Baum auf dem Weg. Den werden wir jetzt erstmal gucken, wie wir da drum rumkommen. Baum auf dem Weg, Baum auf dem Weg, mitten im Wald. mitten im Wald. Wie geht das denn? Ich weiß auch Wer nicht. macht denn sowas? Das war der Sturm. Ja, wir kommen jetzt gleich an eine Stelle, die muss schon echt sehr erschreckend aussehen. Haben wir vorhin mit dem Besitzer gesprochen und der sagte, da kann man mal sehen, was der Borkenkäfer angerichtet hat. Das ist ein kompletter, ja, ein Fichtenwäldchen quasi komplett im Arsch, wenn man das so sagen darf. Für einen Außenstehenden sieht das dann manchmal so aus, als wenn da dann halt irgendwie der Forstwirt durchkommt oder beziehungsweise die Möbelindustrie und sagt, hier, wir brauchen Holz, aber das hat wohl alles der Borkenkäfer zum Niedergemacht. Ja, und das ist echt keine kleine Fläche. Ne? Ja, ist groß, oder? Ja, das ist sehr, sehr groß. Also das sind schon ein paar Hektar. Wir sind gleich hier oben angekommen, dann zeige ich das Ganze noch mal ein bisschen besser. Aber es ist echt schon heftig, was weg ist oder weggemacht werden musste wegen dem Käfer. Also, wenn ich schätzen müsste, Ich glaube, das kannst du nicht schätzen, oder? ja, ich versuche das gerade so ein bisschen mit Fußballfeldern zu vergleichen. Okay.
Warte mal kurz, wir zeigen das mal hier so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera richtig sehen kann. Da hinten geht es sogar auch noch weiter. Das ist echt Wahnsinn, was da weggenommen wurde. Ein bisschen rangehen. Also so 10, 12 Fußballfelder sind das locker. Wahnsinn. Ja, schade, ne? Schade. Und wenn wir jetzt noch mal hier ein Stück weiter gehen, habe ich gerade gesehen, das hat er uns vorhin gar nicht gezeigt, geht es hier links sogar noch weiter. Ist auch alles abgeholzt, nur durch den Borkenkäfer. Wahnsinn. Das sind dann immer so die Lücken, wenn man mal irgendwo an einem Wald vorbeifährt oder auch spazieren geht, wo man sich denkt, Alter, was ist denn hier passiert? Warum fehlt hier das Ganze? Ja, der Käfer war es, ne? So, wir sind gerade auf den Endspurt. Ich kann schon unser Ziel leicht sehen. Angeber. Angeber. Ja, du weißt ja ungefähr, was so kommt. Zumindest, naja, grob. Ja, seid gespannt, wo wir heute schlafen werden. Auf jeden Fall sind wir jetzt... Das wird richtig gut. Ja, wir sind jetzt einige Kilometer gelaufen. Relativ weit oben, wie man vielleicht sehen kann. Ja, und sind jetzt an unserem Ziel angekommen. Könnte auch mal einen aufräumen, ne? Ja, die ganzen Stromschäden, die sind echt, Ja, krass. gerade für Mirko ist das echt anstrengend, ne? Nee, aber Abenteuer. Abenteuer, ja. Aber man muss sich halt auch konzentrieren. Sind wir bald da? Wir sind da, ich sehe es schon komplett, das Ding ist mega geil. Ja, wenn ihr sehen würdet, was ich sehe. Haha. Das reicht jetzt. Ist ja gut, ist ja gut. Ich habe ein Messer. Pass auf. Er hat ein Messer. Ja. Ich habe eine Axt mit. Ja, aber da komme ich schneller dran als du. Ja, das stimmt. Du brauchst mir mal einen Notfall greifen. Ja, ich würde sagen, Sie sind an Ihrem Ziel angekommen. Muss ich gleich rausholen. Ja, da werden wir heute Abend schlafen. Da haben wir den Schlüssel für gekriegt und machen uns heute einen gemütlichen, oder? Was sagst du? Ich sage noch gar nichts, aber ja, es wird episch. Klingt gut, ne? Es wird episch. Super. Ja, wir sind angekommen an unserem Ziel. Hinter uns seht ihr die magische Tür. Die magische Tür. Hallo, Homora! Geht nicht. Geht nicht. Ich habe meinen Zauberstab auch nicht in der Hand. Verdammt. Aber auf jeden Fall müssen wir erstmal gerade ein paar Dankesreden raus. Ja, Hau raus. hau raus. Also, erstmal vielen lieben Dank an die Familie von Hake, die uns das Ganze hier ermöglicht und erlaubt hat und Ja. vor allem den Schlüssel gegeben hat für die Hütte. Ja, total. Das ist auf jeden Fall ein extremer Vertrauensbeweis, sage ich mal. Ja. Mega. Und die haben uns auch erlaubt, hier uns in den Wald rumzutreiben. Also vielen lieben Dank an der Stelle. Und auf jeden Fall natürlich auch an Isa. Na? Ja, die den Kontakt erst möglich gemacht hat. Genau. Echt super geil. Wir freuen uns mega und wir sind absolut gespannt auf heute Nacht. Aber jetzt gehen wir erstmal rein, wa? Wir sind erstmal gespannt, wie es da drinnen aussieht. Das werden wir euch gleich zeigen. Jetzt macht keiner auf, ne? Okay. Ja, und dann zeigen wir euch alles hier drumherum noch. So, Mirko, Ich bin der Schlüsselmeister. Lass uns rein. Ich bin der Schlüsselmeister. open the door, please. Ne? Alter, voll geil, ey. Hier, massiv. Richtig, richtig cool. Dann mal hinein in die gute Stube. Jawohl, also ich würde sagen, oh, da kommt die Tür schon zurück. Wie unhöflich. Warte, ich hab schon. Ja, Leute, wir haben hier zwei gemütliche Sofa stehen, einen Tisch und einen Kamin. Für heute Abend können wir uns ein bisschen gemütlich machen. Wie Feuerchen, geil ist das denn, ein Kamin, ey? schön Feuerchen an. Ja, Normalerweise pennen wir draußen im Dreck. normalerweise pennen wir draußen im Dreck. Ja, Wahnsinn, also echt cool. Vielen lieben Dank. Das wird mal eine etwas andere Nacht und ich glaube eine gute. Ich glaube auch.
So, wir kommen jetzt erstmal kurz an, sortieren uns und dann gehen wir gleich nochmal eine Runde ums Haus. Und ich zeige euch dann noch das Schild, wie das Ganze hier heißt. Und dann trinken wir erstmal einen Kaffee. Oh ja. Oh ja. Bis gleich. So, dann werde ich euch das Ganze nochmal von außen zeigen. Also wir sind hier an der Obensburg in Diedersen. Der Wald, in dem wir uns befinden, ist ca. 150 Hektar groß, also nichts Kleines. Das hier ist die Obensburg, wo wir heute Abend drin schlafen werden. Ja, schön mit Kamin. Dann guckt euch mal diese schöne Aussicht an. Das ist echt Wahnsinn. Hier geht es auch recht steil nach unten. Schönes altes Gebäude. Also, dahinter geht es runter und dann gleich wieder runter. Und ich sage ja, die Aussicht hier ist echt traumhaft. Und so schöne alte Säulen davor. Da sitzt der Mirko noch drin. Der wartet, dass wir gleich erstmal einen Kaffee trinken. Ja, bei dem schönen Wetter, was wir heute haben, es sind zwar nur 8 Grad, aber die Sonne ist echt schön und schön warm vor allem. Es lässt sich aushalten. Heißt, wir können hier heute noch uns ein bisschen hinsetzen, kochen uns gleich erstmal einen Kaffee, später essen wir noch was. Wenn es dann kalt wird, wenn die Sonne untergegangen ist, dann gehen wir dort hinein und machen uns schön den Kamin an. Ja, wie erwähnt, das hier ist die Obensburg. Ich werde euch den Text noch mal unten reinpacken, für die, die es interessiert. Wenn nachher die Sonne nicht mehr ganz so stark scheint, dann werde ich auch noch mal ein schönes Foto hiervon machen, so dass man ein bisschen mehr darüber erfährt. Jo, ansonsten sehen wir uns dann gleich auf dem Kaffee wieder, ne? So, wir haben uns jetzt erstmal auf jeden Fall ein bisschen gestärkt. Einen schönen heißen Kaffee und eine Scheibe Brot. Und da wir einen Kamin haben, Wenn wir gleich noch ein bisschen Holz ran schaffen, ich hole und Mirko fängt an, das klein zu machen, damit wir es heute Abend auch kuschelig haben. Ja. Aktuell ist es noch richtig schön, wie man vielleicht sieht, die Sonne scheint. In der Sonne ist es auch noch schön warm. Eigentlich haben wir, glaube ich, irgendwas an die 7 Grad jetzt. ne, Noch 7, 8 Grad. Echt? Sagt das Handy. Ja, vorhin 8, also jetzt vielleicht noch 7. Ja, wir trinken jetzt noch unseren Kaffee aus, ne? Und dann dann wird's gehe ich mal los und gucke. Und Holzmichel. dann wird das eine schöne, gemütliche Nacht. Oh ja. So, wir haben es uns jetzt erstmal gemütlich gemacht. Jede Menge Holz gesägt. Hat echt keinen Spaß gemacht. Jerome hat gehackt wie ein Bekloppter. Ganze Und- Bäume gefällt. Nein, haben wir nicht. Erzähl das nicht. Wir haben nur Totholz gesammelt, so wie sich das gehört. Man hört es aber auch. Im Kamin, Ja. das Holz ist relativ nass, aber wir haben einen Kamin, Leute. Und das ist der Burner, ey. Die Hütte ist echt der Wahnsinn. Ne? Wir haben hier schön Kerzen verteilt, der Kamin läuft, es wird langsam auch schön warm. Ist sehr gemütlich, ne? Ja, Ich werd- Ledercouch. Ledercouch. Ich werde gleich noch mal in die Runde gehen mit der Kamera und den Kamin ein bisschen zeigen. Ja, Ja, aber so war es ein schöner Tag, ne? Hat Spaß gemacht. hat mega Spaß gemacht. Das Getränk ist auch gut. Die Location ist geil. Also sowas hatte ich echt noch nie. Nee, das hatten wir noch nicht. Man kann von innen zumachen. Also ja, feste Tür. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen Chili Willy machen. Genau. Wir Und dann gibt es irgendwann was zu essen noch und dann. machen uns gleich noch was zu essen. Genau. Da gibt es noch ein paar kleine Eindrücke zwischendurch. Und dann melden wir uns noch mal kurz vorm Schlafen, ne? Würde ich sagen.
Ne? Wenn die Hexen hier ums Haus ziehen. Ja. Man weiß es nicht. Blair Witch, ja? Ja. Ich habe vorhin schon komische Geräusche gehört. Ja, was der so hört. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal was zu futtern. Ich habe Hunger. Und dann, ja, ich habe immer Hunger, weißt du doch. Ja, stimmt. Dann sollten wir ihn nicht aufhalten. Bis später. So, da seht ihr nochmal unser gemütliches Plätzchen. Mirko auf seiner Ledercouch. Das Feuer, das prasselt. Guckt es euch an. So lässt sich das gemütlich leben. Wahnsinn. Ja, ein bisschen Holz für später. Da noch ein bisschen. Hier sind natürlich auch noch Sachen von dem Besitzer drin. Hier, er chillt da. Tür mit Verriegelung. Fenster gibt es hier natürlich auch drin. Die haben wir zu. Meine Ecke. Ja, schön gemütlich, würde ich sagen. Hier sind noch so ein paar Wandmalereien von 1970. Wir kochen uns jetzt erstmal was zu essen und genießen so ein bisschen das Feuer. Unsere Betten sind soweit fertig. Hier habe ich mich niedergelassen. Feuer brennt noch schön. Mirko? Das wird so geil, ne? Mirko hat sich auch schon bequem auf seinem Sofa gemacht. Ja, klar. Ja, das Einzige, wo ein bisschen Kälte durchkommt, ist halt die Holztür. Die ist nicht ganz dicht. Ja, die Fenster sind relativ dicht, muss ich sagen. Ja, strahlt aber. Aber die Tür auf jeden Fall. Ne? Hier ist eine Lücke. Man zieht es durch. Aber gut, ist halt Hütte. Ne? Auf jeden Fall haben wir es bequem und gemütlich, würde ich sagen. Und ja, wir werden jetzt schlafen gehen. Und ja, möchtest du noch was sagen? Nein, Licht aus. Licht aus, lass mich schlafen. Okay. Ja, dann gutes Nächtle, ne? Bis morgen. Guten Morgen. Ja, der Mirko wird gerade so langsam wach, kriegt aus seinem Schlafsack raus. Ich bin schon ein bisschen wach und habe mich dann auch so langsam mal entschlossen aufzustehen. Wir hatten die Nacht -1 Grad, aktuell 0 Grad. Aber es war dadurch, dass ich das Feuer recht gut im Gang gehalten habe, nachts ja, eigentlich ganz warm. Ja, guckt euch mal unsere schöne Aussicht hier an. Sieht man überhaupt was? Jo. So ein bisschen, ne? Wir sind schön weit oben. Ja, wir werden gleich erstmal aufstehen, Kaffee trinken und dann wach werden. Aber zuerst gehen wir erstmal gucken, dass wir den Mirko da aus der Koje kriegen, ne? So, wollen wir mal gucken, wa? Ob wir den Kerl da drinnen wach kriegen. Hallo? Hallo? Guten Morgen. Gehen Sie weg. Aufstehen, die Sonne lacht. Dauert mal. Stell dir vor, wie beim Naturensägen. Ja, ich hätte ja mal fragen können, wie ich dich wecken soll. Ey! Aufstehen! Ja, das Feuer brennt noch ein bisschen. Hallo? Okay. Ich würde sagen, wir lassen Mirko erstmal wach werden und aufstehen und sehen uns dann gleich. Kaffee. Ja, bis gleich. So, der Mirko hat es auch geschafft. Er ist aus seinem Schlafsack gekrochen. Wir haben uns erstmal Kaffee direkt noch in der Glut gekocht vom Feuer und genießen gerade erstmal schön
das Wetter. Die Sonne kommt so ein bisschen raus. Aber trotzdem -1 Grad oder was, ne? Aktuell jetzt noch 0 Grad, ja. 0 Grad. Ach, das ist ja fast Sommer. Aber naja, mit einem heißen Kaffee geht das, ne? Ja, wie war die Nacht? Ja, wie war die Nacht? Das obligatorische Gespräch am Tag danach? Ja, wie hast du geschlafen? Ja, wie habe ich geschlafen? Wie war die Nacht? Eigentlich recht angenehm, ne? So mit diesem Kaminfeuer. Ich habe mich ja extra so hingelegt, dass ich schön ins Feuer gucken kann. Ja, wie immer halt draußen ein paar Mal wach gewesen. Hab dann noch mal ein bisschen was nachgeschmissen, so dass das Feuer bis heute Morgen durchlief. Dadurch war auch immer so ein bisschen Wärme da. Zwischenzeitlich, ich glaube, irgendwann so gegen 3 Uhr war mir sogar so warm, dass ich den Schlafsack aufgemacht habe und obenrum alles weg. Ja, und gegen 5 Uhr war es dann wieder kalt, weil das Feuer dann wieder runter war. Ja, aber sonst, ja. Und deine? Ja, eigentlich sehr gut. Ich fand's mega. Das Sofa hätte einen kleinen Tuck länger sein können, aber hey, das sind Luxusprobleme. Also, Das Sofa hätte ein kleines bisschen größer sein können. so als Gedankenspiel. Nein, das sind echte Luxusprobleme. Immer gut. Normalerweise schlafen wir irgendwie draußen mitten auf dem Waldboden und das Sofa hätte größer sein können. Ja, aber es war sau bequem. Isomatte noch drauf, BW-Faltenmatte drauf, die Fans 4. Ja, läuft, ne? Ja, läuft. Nein, das war echt gut. Gar kein Problem. Das Einzige, wovon ich immer wach geworden bin, wenn Jerome dann halt meinte, er muss dann halt irgendwann nachts aufstehen und wieder Feuerholz nachlegen. Dann bist du da halt wach und denkst, oh Scheiße, es brennt. Aber dafür hast du einen schönen warmen Arsch heute Morgen gehabt, ne? Ja, im Schlafsack sowieso. Ja, aber auch so beim Rausklettern. Ja, das stimmt. Ansonsten wäre es kalt gewesen, ne? Man hat schon gemerkt, wenn das Feuer nachlässt, dann hat die Hütte auch recht schnell Ja, klar. sich abgekühlt. Ja, ich würde sagen, wir trinken in Ruhe den Kaffee noch aus und dann kümmern wir uns um Frühstück, wa? Ja, Frühstück. Frühstück ist gut. Alles klar. Bis später. Ja, Frühstück ist angerichtet. Ich würde sagen, guten Appetit, ne? Guten Appetit. Das hast du jetzt nur in der Glut gekocht da, ne? Ja, ich habe mich dann zum Schluss entschieden, ich mache mein Essen in der Restglut noch vom Feuer. Warum jetzt nochmal Spiritus fertig machen, wenn das Ganze dann noch läuft? Ja, und ich habe mein Porridge quasi schon halb gegessen. Bin dann halt umgeswitcht von der Brennpaste auf einen Esspetwürfel. Der Kollege brennt immer noch. Ja, brennt immer noch. Und ich mag die Dinger, ne? Also ich kann es nicht ändern. Ich mag auch den Geruch, wenn die Dinger brennen. Vielleicht bin ich da ein bisschen bekloppt, aber ich finde es irgendwie cool. Und immer wieder erstaunlich, was das für eine Hitze entwickelt, das Teil. Ja, die sind nicht verkehrt. Ja, vor allen Dingen halt, der brennt jetzt ungefähr. Oh, Wie lange hat es gedauert für den Top hier? Ungefähr 9 Minuten, hat Siri gesagt. Kannst du nicht meckern. Wir haben 0 Grad. Läuft. ja. Oh. Gegen so ein Kaminfeuer kann das natürlich nicht anstinken, ne? Alter Stieter, ey. Ja, ich würde sagen, wir essen jetzt erstmal in Ruhe auf. Genau. Und dann müssen wir noch aufräumen. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen was vor, ne? Ja, so machen wir das, ne? Ja. Ich habe nämlich jetzt erstmal Hunger. So, das war's mit unserem kleinen Abenteuer. Wir haben alles wieder sauber gemacht, alles wieder so, wie es war. Ja, jetzt würde ich sagen, schließen wir ab und fahren nach Hause, ne? Ja. Abenteuer beendet. Ich finde diese Tür so geil, ne? Die ist so massiv. Ja, das war unser kleiner Ausflug zur Obensburg. So, so ist. Ne? Schlüssel geben wir wieder ab. Ja. Ja, vielen Dank nochmal an der Stelle an Familie von Hake, dass sie uns dieses Abenteuer hier erlaubt haben. Vielen Dank. Und naja, wer weiß, vielleicht dürfen wir ja öfter mal herkommen. Ja? Wäre auf jeden Fall schön. Also, Ja, ne? es war bisher die luxuriöseste Nacht, die wir hatten, so im Outdoor-Bereich, oder? Ja, und der Wald ist
Schön. Ja. Du kannst hier gut latschen, auch querfeldein. Tolles Ding. Sehr schön. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg und sagen bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.